Hallo und willkommen bei Einfach Backen. Wenn ihr auf der Suche seid nach tollen Rezepten, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt, dann abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert am besten noch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Ich bin Fabiana und wir machen heute zusammen einen Eierlikör-Käsekuchen. Für den Mürbteig benötigen wir Mehl, Backkakao, kalte Butter, Zucker, Vanillezucker und etwas Milch. Für die Füllung Speisequark, neutrales Speiseöl, Eierlikör, Schlagsahne, Vanillepuddingpulver, Zucker und Bourbon-Vanille. Und das eine nehmen wir auch noch mit. Und für das Topping brauchen wir nochmal etwas Schlagsahne und Eierlikör. Wir starten mit unserem Mürbeteig, mit unserem Kakaomürbeteig. Dafür gebe ich zunächst die trockenen Zutaten in die Rührschüssel. Also das Mehl, Kakao, den Zucker und hier eine Prise Salz. Ich habe vorhin fälschlicherweise Vanillezucker gesagt, aber es kommt eine Prise Salz rein. Dann gebe ich die kalte Butter dazu und die Milch kommt dazu, während ich den Teig verknete. Knete den Teig nochmal kurz von Hand durch. Dann gebe ich hier etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und rolle den Teig gleichmäßig aus. Ich habe mir hier auch schon eine 26er Springform vorbereitet, mit Backpapier ausgelegt und den Rand eingefettet. Dann nehme ich mir hier meine Springform und drücke da wie immer auf den Teig drauf, sodass sich die Form abdrückt. Dann schneide ich hier ringsrum. Unser Käsekuchen wird übrigens randlos, das heißt, wir machen nur einen Boden aus Mürbeteig ohne Rand. Aus dem restlichen Teig könnt ihr also, wenn ihr wollt, noch ein paar Plätzchen machen oder ihn eben noch mal schön auf dem Boden hier verteilen und festdrücken. Dann steche ich mir mit einer Gabel hier ein paar Löcher rein, sodass beim Backen die Luft schön entweichen kann. Sonst bilden sich beim Backen so ein paar Blasen und der Boden geht ungleichmäßig auf. So. Den Backofen habe ich mir auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und da packen wir den Boden jetzt für 15 Minuten rein. Den backen wir ein bisschen vor, holen ihn dann wieder raus und geben die Füllung drauf. Der Boden braucht jetzt nicht allzu lange im Backofen, deswegen können wir auch schon die Füllung vorbereiten. Dafür gebe ich jetzt hier den Quark in die Schüssel. Gebe die Sahne dazu, das Öl und den Eierlikör. Und dann vermische ich das Ganze miteinander ganz kurz. So, und wenn ich dann eine homogene Masse habe, gebe ich den Rest dazu. Den Zucker, das Vanillepuddingpulver, Bourbon-Vanille und das Ei. So, fertig ist die Füllung. Sobald der Boden aus dem Ofen geholt werden kann, lasse ich ihn ganz kurz abkühlen und gebe dann die Masse auf den noch warmen Boden drauf. Das Ganze kommt dann bei 160 Grad, dann müssen wir die Hitze reduzieren für etwa 55 Minuten in den Backofen. Unser Eierlikör-Käsekuchen ist fast fertig, den habe ich jetzt etwa 4 Stunden abkühlen lassen. Der ist auch richtig schön fest geworden. Was jetzt noch fehlt, ist das Topping. Hierfür habe ich die Sahne schon steif geschlagen. Die packe ich jetzt oben drauf. Jetzt fehlt nur noch unser Eierlikör. Den tröpfel ich hier so ein bisschen drauf. Ja, Eierlikör ist schon auch was Feines, gerade zum Backen. Wenn ihr auch schon mal mit Eierlikör gebacken habt, dann
Schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare. Der sieht doch hübsch aus, oder? Ja! Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann findet ihr es wie immer zum Nachbacken unten in der Infobox. Und wenn euch auch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert außerdem gerne unseren Kanal, um kein Video zu verpassen, und aktiviert am besten auch noch die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen.